Wir wissen ja bereits, wie man einen regulären Block einfügt. Was wir jetzt vielleicht noch wissen wollen, ist, wie man einen Slab einfügt. Ja, das war ja im 1.12 war das noch eine fortgeschrittene Aktion. So hatte ich das zumindest einkategorisiert. Mittlerweile ist das tatsächlich ziemlich einfach geworden. Das Einzige, was wir dafür machen müssen, ist nämlich im Grunde, dass wir einen Block mit leicht anderen Eigenschaften hier einfügen müssen. Deswegen sagen wir hier einfach erstmal Public Static Block. Und den nennen wir jetzt zum Beispiel mal Saphir Slab. Machen wir jetzt mal ein Slab zu unserem Saphir-Block jetzt einfach mal als Beispiel. Was wir dann machen ist, wir gehen hier runter zu den Blöcken und können hier im Grunde das alles kopieren soweit. Da müssen wir nämlich im Grunde nur eine kleine Änderung machen. Nämlich erstmal müssen wir hier natürlich sagen, das ist der Slab. Und das ist jetzt kein neuer Block, sondern ein neuer Block Slab. Und das importieren wir und das funktioniert dann tatsächlich schon so ohne weiteres. Dann kopieren wir eben nochmal hier unten auch unser Registrierding für das Item dazu. Und sagen dann hier auch Block, da sagen wir Saphir Slab. Und dann sagen wir hier auch Saphir Slab.getRegistry. Und zur Programmierung ist das diesmal tatsächlich alles. Man muss tatsächlich einfach nur so einen Block Slab einfügen. Das Einzige, was jetzt halt wirklich noch wichtig ist, sind die Modelle und das alles. Dafür gehen wir jetzt hier in unsere Resources, Assets und da machen wir hier eine Block-States-Datei. Da sagen wir hier New File und die nennen wir Saphir Slab.json. Da schreiben wir dann hier wieder unsere geschweiften Klammer rein und da machen wir hier unsere Variants. Und da gibt es diesmal jetzt 3 Varianten. Nämlich gibt es einmal Type gleich Bottom. Bei dem sagen wir unser Modell ist in dem Fall einfach Tutorial Doppelpunkt / Saphir Slab. Dann können wir das hier im Grunde kopieren und sagen hier dann als Variant auch noch den Typ Top soll es geben. Das ist, wenn der Slab halt an der Oberseite angebracht ist quasi. Da sagen wir hier als Modell Block Saphir Slab Top. Und zu guter Letzt brauchen wir noch einen für den Fall, dass es ein Double ist. Da nehmen wir einfach hier als Modell unseren Saphir Block, weil der sieht dann im Grunde genauso aus wie der Block. Deswegen müssen wir da nicht extra neues Modell erstellen. Ja, und die Modelle müssen wir jetzt natürlich noch erstellen. Da mache ich hier einfach wieder auch eine neue File, nämlich sage ich hier Saphir Slab.json. Da rein schreiben wir dann auch wieder unsere geschweiften Klammern und da sagen wir hier jetzt Parent. Das muss in dem Fall Block / Slab sein. Und die Textures. Da gibt es 3 Texturen, die man hier festlegen muss. Nämlich haben wir einmal die Bottom, also da die Unterseite des Blocks. Die ist in dem Fall Tutorial Saphir Block. Da wir hier in dem Fall einfach überall die gleiche Textur haben wollen, kann ich das einfach gerade zweimal kopieren. Und sage dann hier noch Side und Top. Ja, das ist im Grunde dieses Modell. Das können wir jetzt kopieren einfach schnell. Sagen dann hier Paste. Und sagen dann hier Saphir Slab Top. Den hatten wir ja auch definiert. Und der muss sich im Grunde nur dadurch unterscheiden, dass wir hier als Parent Slab Top haben. Und das sind tatsächlich auch unsere ganzen Modelle. Man muss hier einfach nur so ein bisschen das Slab erweitern und dann hier diese 3 Varianten festlegen. Gut, das Einzige, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist, wir müssen auch noch ein Item hier gerade machen. Dafür kann ich hier gerade einfach mal den Saphir Block,
Den kopiere ich hier einfach mal, weil das Item ist ja im Grunde bei allen Blöcken gleich. Da sage ich hier dann Saphir Slab. Und das halt als Parent dann auch Saphir Slab. Da muss man jetzt nichts weiter festlegen oder so. Das ist tatsächlich alles. Ja, und dann können wir uns das quasi jetzt schon im Spiel ansehen. Das heißt, können wir natürlich nicht, weil mich das Spiel darauf hinweist, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, denn ich war natürlich so intelligent und habe hier am Anfang Saphir Block nochmal überschrieben. Das muss natürlich hier Saphir Slab auch sein. Natürlich war ich auch so intelligent, habe hier überall vergessen, Block davor zu schreiben. Das sollte man natürlich auch machen. Weil sonst sagt er mir hier gleich schon, Moment mal, ich kenne das hier überhaupt nicht, was du mir hier eigentlich sagst. Das muss dann natürlich da auch rein. Und wie wir sehen, wir haben hier jetzt tatsächlich unseren Saphir Slab. Den können wir jetzt hier auch so stacken. Wir können ihn auch da oben anbringen. Ja, und damit haben wir es dann auch tatsächlich schon. Von daher, das war's tatsächlich von diesem Tutorial. Beim nächsten Tutorial, ich weiß noch gar nicht, was das sein wird. Treppen muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht groß zeigen, weil die sind im Grunde ziemlich genauso geblieben, wie sie in der 1.12 waren. Bis natürlich auf die Änderungen, die alle Blöcke betreffen. Aber ich denke mal, das werden Leute dann schon selbst verstehen. Ich denke, da muss ich jetzt nicht weiter ein Tutorial machen, außer ihr wollt das unbedingt, dass ich das nochmal mache. Aber ansonsten, ja, das war's von diesem Tutorial. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial und ciao!